Man findet relativ viele Methoden zum Priorisieren. Unter anderem habe ich in einem der letzten Videos zum Thema Priorisieren was gemacht und die ABCDE-Methode nochmal vorgestellt. Heute habe ich eine weitere Methode, die durch ihre brachiale Einfachheit besticht. Wenn dich das interessiert, wenn du jemand bist, der neben den allherkömmlichen Methoden vielleicht noch eine zweite braucht, dann bleib dran. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Es gibt eine Fokusfrage, die dir helfen kann, mehr Klarheit, mehr Effektivität und überhaupt mehr Ausgewogenheit hinzubekommen. Die Frage heißt, was ist die eine Sache, die ich tun kann, um alles andere einfacher oder vielleicht sogar überflüssig zu machen? Auf Englisch heißt das Ganze The One Thing, so heißt auch das Buch, aus dem die Methode entnommen ist. Und es geht darum, Multitasking zu unterlassen. Multitasking führt dazu, dass unsere Produktivität um 40% sinkt, wenn wir immer wieder zwischen unterschiedlichen Aufgaben hin und her blenden. Und Single-Tasking kann uns also so viel mehr produktiver machen. Erst recht, wenn wir uns auf die richtige Sache fokussieren, die unsere Aufmerksamkeit verlangt hat. Es geht also immer darum, diese eine Sache zu finden, die alles andere einfacher oder sogar überflüssig macht. Damit entlasten wir unser Arbeitsgedächtnis und kommen vielleicht sogar in einen Flow-Zustand, wenn wir wirklich diesen singulären Fokus haben. Es ist also in dem Sinne nicht nur eine Priorisierungsmethode, sondern es geht weiter und ist eine Methode, um deinen Purpose, deinen Zweck zu finden. Wenn du so willst, ist es auch eine Überspitzung des Pareto-Prinzips. Du überlegst dir also nicht nur, was sind die 80%, die du erreichen kannst mit 20% der Arbeit, sondern wie kannst du mit einer einzigen Aufgabe sogar etwas zu 100% bringen. Für deinen Alltag kannst du das Ganze als kurzfristige Methode einsetzen und zum Beispiel auch mit anderen Priorisierungsmethoden oder To-Do-Methoden kombinieren. Und es geht darum rauszukriegen, was ist die singuläre Aufgabe, die du an diesem Tag bearbeiten musst. Das gleiche geht aber natürlich auch noch im langfristigen Kontext. Wenn du dir unser Video zum Thema Ziele setzen angeschaut hast, wirst du auch diese langfristigen Ziele finden. Das heißt, überhaupt, was will ich im Leben eigentlich erreichen? Das kannst du damit beantworten, wenn du diese Frage stellst. Was ist die eine Sache, die ich tun kann, damit alles andere einfacher oder überflüssig wird? Wenn du diese Frage gestellt hast, wie gehst du damit um? Der erste Punkt ist natürlich, dass die Antwort dann Priorität eingeräumt bekommt. Das heißt, wenn du weißt, was das ist, was du tun sollst, dann solltest du es auch tun. Solltest du es umsetzen und die Zeit im Kalender finden. Ideal natürlich, wenn du dafür Zeit im Kalender blockieren kannst. Und ähnlich solltest du natürlich auch beachten, dass du einen Puffer brauchst, dass du auch diese unvorhergesehenen Aufgaben irgendwo einblendest im Kalender, also ein Zeitfenster dafür vorsiehst. Das Ganze braucht also auch etwas Flexibilität. Die Frage kann heute so beantwortet werden, morgen so, weil einfach unterschiedliche Themen zu unterschiedlichen Zeitpunkten wichtig sind oder wichtiger als andere. Also auch mit dieser gewissen Flexibilität musst du arbeiten können. Im Endeffekt führt das Ganze zu einem Denkmuster, was dich auf lange Sicht wirklich weiterbringt. Wenn du immer im Hinterkopf hast, was ist die eine Sache, die ich tun kann, die wichtiger ist als alle anderen. Wir hatten uns angeschaut, dass es kurzfristig und langfristig zu betrachten sind, diese Aufgaben, die du machen kannst. Und genauso kannst du natürlich auch in die 3 Bereiche unterscheiden. Was kannst du im beruflichen, im professionellen Alltag machen, also wo du Leistungen zeigen musst. Was kannst du im privaten, in den zwischenmenschlichen Beziehungen machen. Was ist die eine Sache, die du da tun kannst, dass alles andere besser wird. Und auch was deine persönliche Fitness angeht. Also auch die unterschiedlichen Kategorien können jeweils mit dieser Frage untersucht werden. Und auch da ist es wieder wichtig, eine gute Balance zu finden. Und natürlich musst du wissen, wie du Nein sagst zu allem anderen, was nicht wichtig ist. Auch dazu gibt es ein Video von uns.
Als groben Hinweis könnte man sogar sagen, mach kleine Schritte, was dein Privates angeht, und balanciere das immer wieder neu aus. Hab keine größeren Abschnitte, wo du versuchst irgendwie oder wo du aus Versehen aus der Balance kommst. Im persönlichen, im professionellen Kontext ist es sogar andersrum. Dann würde ich eher sagen, konzentriere dich auf eine Sache über einen längeren Zeitraum hinweg und lass dafür auch von den kleineren Sachen hin und wieder einfach mal was hinten runterfallen, weil du sonst einfach nicht vorankommst. Sehr schönes Beispiel, was auch in dem Buch, was ich vorhin zitiert hatte, drin vorkommt. Stell dir vor, du hast in deinem Leben mehrere Bälle zu jonglieren, und wenn du den Ball von deinem professionellen Leben fallen lässt, dann wirst du feststellen, es ist ein Gummiball. Der fällt runter und springt wieder hoch und du kannst ihn wieder aufnehmen und weiter jonglieren. Aber in deinem persönlichen Leben, dein Privatleben, dein Beziehungsleben, deine Gesundheit, dann sind das quasi Glasbälle, wovon du keinen fallen lassen solltest, weil sie entweder Schaden nehmen oder vielleicht sogar komplett kaputt gehen. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, was ist die eine Sache, die du jetzt direkt im Anschluss an dieses Video tun kannst, damit alles andere einfacher oder vielleicht sogar überflüssig wird? Lass uns doch die Antwort in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Video.